Im dichten Dschungel des Krüger-Nationalparks zieht eine Leopardenmutter ihre 3 Jungen geduldig in der Sicherheit einer felsigen Höhle auf. Die sonnigen Tage erstreckten sich über die Marula-Bäume und die Kinder tollten unter dem liebevollen, aber wachsamen Blick ihrer Mutter um die Dornbüsche herum. Leopardenmütter führen sie oft auf offenes Gelände in der Nähe ihrer Höhle und bringen ihnen bei, sich leise zu bewegen und sich vor Beute zu verstecken. Obwohl er noch jung war und nicht wirklich jagen konnte, entwickelte sich bei jedem Sprung bald der Instinkt, sich anzupirschen und zuzustoßen. Eines Morgens, als der Tau noch auf den Blättern lag und die Mutter die Höhle verließ, um zu jagen, setzten die 3 Jungen ihr Spiel fort, gelbe Schmetterlinge zu jagen. Plötzlich entdeckte der jüngste Sohn ein graues Kaninchen, das am Waldrand graste und dessen Augen vor Neugier leuchteten. Ohne zu zögern stürmte es vorwärts und passierte dabei uralte Baumstümpfe, dornige Büsche und morsche Baumstämme, die auf dem Boden lagen. Das Kaninchen schlängelte sich flink durch das hohe Gras und hinterließ einen charakteristischen, stechenden Geruch, der das Junge noch entschlossener machte, es ununterbrochen zu verfolgen. Die Distanz zwischen ihm und seiner Familie wurde größer, doch vor lauter Aufregung merkte es das nicht. Als er anhielt, um Luft zu holen, stellte er schockiert fest, dass er das Kaninchen aus den Augen verloren hatte und seine Mutter nirgends zu sehen war. Das über ihm widerhallende Geräusch der Raubvögel schürte die Angst im Herzen dieses kleinen Tieres noch mehr. Da es den Rückweg nicht kannte, musste es vorsichtig weiterlaufen und hoffte, im riesigen und unbekannten Krüger-Nationalpark Sicherheit zu finden. Nachdem das Junge stundenlang auf gewundenen Pfaden umhergeirrt war, roch es plötzlich den starken Duft von Futter, der durch das dichte Laubwerk wehte. Der verführerische Duft führte ihn zu einem kleinen Holzhaus, einem Rastplatz für Ranger in der Nähe des Ufers des sanften Sabibaches. Das Knistern des Holzofens und die Stimmen und das Gelächter, die daraus drangen, machten ihn eher neugierig als misstrauisch. Auf Zehenspitzen ging er über den verwilderten Hof und wich geschickt den beiden Hunden aus, die im Schatten der Bäume dösten. Runde, funkelnde Augen verfolgten jede Bewegung drinnen durch das halb geöffnete Fenster, voller vorsichtiger Neugier. Einen Augenblick später fand es eine niedrige Schwelle und kletterte vorsichtig mit seinen kleinen Füßen hinauf. Ein geflecktes Gesicht lugte aus der Türkante hervor, die Ohren gespitzt, die Augen weit geöffnet, und musterte die ungewohnte Szene im Inneren. Drinnen schrieb die Rangerin Ella Moköna mit hochkonzentriertem Blick ihren Patrouillenbericht vom frühen Morgen auf. Plötzlich hob sie den Kopf und sah in die tiefschwarzen Augen des Leopardenjungen, das durch das Fenster starrte. Ellas Herz schlug schneller, ihr professioneller Instinkt warnte sie, dass ihre Leopardenmutter in der Nähe lauern könnte. Sie behielt die Fassung, wich langsam zurück und griff nach dem Walkie-Talkie auf dem Holztisch. Ihre Stimme ertönte klar, aber eindringlich über das Funkgerät und forderte ihre Teamkollegen auf, sofort zu kommen und zu helfen. Minuten später erschienen 2 weitere Ranger mit Spezialstöcken, Sicherheitsnetzen und einem kompakten Transportkäfig. Das Junge rannte immer noch nicht weg, sondern blinzelte nur ununterbrochen und schien zu versuchen, die Absichten der Fremden vor ihm zu erraten. Ein Ranger näherte sich langsam und hielt einen Sicherheitsabstand ein, um es nicht zu erschrecken. Der Käfig wurde geöffnet, darin befanden sich eine weiche Decke und eine Schüssel mit frisch eingeschenkter, duftender Frischmilch. Der Hunger ließ das Junge einige Sekunden zögern, bevor es sich hineinschlich und ununterbrochen herumschnüffelte. Sobald alle 4 Beine im Käfig waren, wurde die Tür sanft und ohne beängstigende Geräusche geschlossen. Ella beugte sich hinunter und lächelte sanft, um sie zu beruhigen. Ihre Stimme war sanft, als wolle sie das Unbehagen in ihr lindern. Der Käfig wurde sicher auf der Ladefläche eines speziellen Land-Rover-Pickups der Rangerstation Kruger platziert. Die kurze Reise beginnt in Richtung der Rettungsstation in der Nähe des Crocodile River, wo sich eine Wildtierpflegeeinrichtung befindet. Das Junge lag still im Käfig und beobachtete durch die Ritzen noch immer jede noch so kleine Bewegung. Ella saß neben ihm, ihre Augen waren sanft und entschlossen zugleich, entschlossen, ihn zu seiner Familie zurückzubringen. Die Räder rollten über die gewundene rote Schotterstraße und trugen die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit diesem kleinen Geschöpf in sich. In der Rettungsstation werden die Jungen in einem ruhigen Tierbabyraum untergebracht, in dem grelles Licht und laute Geräusche vermieden werden.
Der Tierarzt untersuchte es sorgfältig und bestätigte, dass es nicht verletzt, sondern nach der langen Reise nur leicht dehydriert und erschöpft war. Man brachte ihm eine Flasche warme Milch, er trank sie langsam Schluck für Schluck, die Augen in Frieden halb geschlossen. Auf der weichen Decke rollte es sich zusammen und zitterte gelegentlich, als suche es die Wärme seiner Mutter. Ella und ihre Kollegen setzten sich an den runden Tisch und begannen, einen Plan zur Suche nach der Leopardenmutter zu besprechen. Sie beschlossen, das Junge in die Nähe erwachsener Leoparden in der Gegend zu bringen, um deren Reaktionen zu beobachten. Das eingesetzte Streifenteam war mit Ferngläsern, Kameras, Elektroschockern und GPS-Geräten voll ausgestattet. Ziel ist es, eine Leopardenmutter zu identifizieren, die in den letzten Tagen im Krüger-Nationalpark ihr Junges verloren hat. Wenn dies fehlschlägt, werden sie die Suche trotz des schwierigen Geländes und des rauen Wetters weiter ausweiten. Ella ist fest davon überzeugt, dass das Junge es verdient, so schnell wie möglich wieder mit seiner Familie vereint zu werden. Ihr Blick richtete sich zum Fenster, wo silbernes Mondlicht auf das Laub des Krügerwaldes fiel. In dieser Nacht schlief das Junge tief und fest, ohne zu wissen, dass es am nächsten Tag seine Heimreise antreten würde. Im Morgengrauen machten sich die Ranger auf den Weg in den dichten Wald, etwa 10 Kilometer von der Rettungsstation entfernt. Durch ein Fernglas entdeckten sie ein Paar erwachsener Leoparden, ein Männchen und ein Weibchen, die im Schatten eines großen Marula-Baums ruhten. Mit einem Hoffnungsschimmer stellten sie den Käfig des Jungen auf einer freien Fläche etwa 30 Meter von dem Leopardenpaar entfernt auf. Als die Käfigtür geöffnet wurde, stieg das Junge heraus und richtete seinen Blick auf das seltsame Leopardenpaar. Es stieß einen leisen, zitternden Schrei aus, als hoffte es, von ihnen erkannt und beschützt zu werden. Doch die beiden erwachsenen Leoparden knurrten sofort, sträubten sich und wichen alarmiert zurück. Das Junge erschrak und wich zurück, die Augen voller Angst und Enttäuschung. Ella erkannte sofort, dass dies nicht ihre richtigen Eltern waren. Sie rief das Junge sanft zurück in seinen Käfig und beruhigte es mit beruhigender Stimme. Die Ranger packten ihre Ausrüstung zusammen, bereiteten sich auf die Rückkehr zur Station vor und passten ihre Pläne für den nächsten Tag an. Auf dem Rückweg beschlossen sie, ihre Suche weiter in den Krüger-Urwald auszudehnen. Ella umklammerte das Lenkrad fest, ihr Blick war entschlossen und zeigte nicht die Absicht, auf halbem Weg aufzugeben. Am zweiten Tag erweiterte das Team das Suchgebiet um weitere 50 Kilometer in den Urwald hinein, in dem es nur wenige menschliche Fußspuren gab. Aus Erfahrung folgten sie den Spuren im Sand und dem Duft, der auf den Blättern der Büsche zurückblieb. Stunden später fanden sie eine Leopardenmutter und 2 Junge unter einem uralten Affenbrotbaum liegend. Ella hielt das Auto an und beobachtete jedes Detail sorgfältig. Ihre Intuition sagte ihr, dass dies die wahre Familie des Jungen war. Im Käfig stieß das Leopardenjunge plötzlich einen lauten Schrei aus, der voller Dringlichkeit und Sehnsucht war. Die Leopardenmutter hob sofort den Kopf, stellte die Ohren auf und fixierte die Richtung des Schreis. Ella öffnete vorsichtig die Käfigtür, das Leopardenbaby stürzte heraus und rannte direkt auf seine Mutter zu. Die Leopardenmutter kam herüber, beschnupperte ihr Baby, rieb ihr dann liebevoll den Kopf und gab dabei ein leises, beruhigendes Schnurren von sich. Die beiden verbliebenen Jungen rannten schnell Nase an Nase zu ihren Geschwistern und kuschelten sich an sie. Das Rascheln der Blätter, vermischt mit den liebevollen Rufen der Leopardenfamilie, hallte durch den Wald. Dieser Moment bewegte alle Mitglieder des Rangerteams, viele standen still und sahen sprachlos zu. Ella lächelte leicht, da sie wusste, dass sich die Anstrengungen der letzten 2 Tage gelohnt hatten. Ella gab ihren Teamkollegen ein Zeichen zum Rückzug, sodass die Leopardenfamilie diesen heiligen Moment der Wiedervereinigung in vollen Zügen genießen konnte. Die Kamera eines Rangers hat Bilder von 3 Leopardenjungen aufgenommen, die im Schatten eines Baumes mit ihrer Mutter kuscheln. Das goldene Nachmittagslicht bedeckt ihr goldgeflecktes Fell und schafft eine Szene, die so schön ist wie ein lebendiges Gemälde. Die Leopardenmutter führte ihre Jungen langsam weg und verschwand allmählich im dichten Blätterdach des Krüger-Nationalparks. Ella blieb stehen, und in ihrem Herzen stieg der Stolz auf die Naturschutzarbeit, die sie verrichtete.
Die Kruger-Station verzeichnete eine weitere erfolgreiche Rettung, die für viele andere Ranger zu einer inspirierenden Geschichte wurde. Die Geschichte wurde weithin verbreitet und demonstrierte die Kraft der Beharrlichkeit und wilden Mutterliebe. In Ellas Herzen wird die Erinnerung an diesen Tag für immer einer der schönsten Momente ihrer Rangerkarriere sein.